Howdy ho amigos und willkommen zu Dimis Beauty Palace. Den Leuten, die meine Videos verfolgen, wird gleich auffallen, es hat sich schon was getan. Der Tank ist schwarz. Und weil ich gesagt habe, ich zeige euch alles, was ich an dem Bike mache, werde ich heute nochmal zeigen, wie man den Tank tauscht, obwohl das in einigen Videos von mir schon drin vorkam. Allein der Vollständigkeit halber werde ich euch das nochmal Schritt für Schritt zeigen. Und weil ich ihn sowieso schon abhab, werde ich mir einen Lift basteln und verbauen. Das Ganze ist eine ziemlich einfache, sehr schnelle Arbeit. Tatsächlich so schnell, dass man das in 10-15 Minuten auf einem Parkplatz erledigen kann. Vor kurzem so passiert. eBay Kleinanzeigen jemanden gefunden, der den orangenen haben wollte. Ich wollte von Anfang an den schwarzen haben. Auf dem Parkplatz getroffen. In 10 Minuten getauscht. Jeder hat, was er wollte. Für 0 Euro. Also, lasst uns loslegen und viel Spaß dabei. Ich möchte als allererstes die Schraube hier vorne lösen. Dazu mache ich mein Kettchen wieder ab. Dann haben wir hier auf der Seite ein 5/16 Imbus, auf der anderen Seite eine 9/16 Nuss. Ich halte hier fest und löse die ganze Sache. Nun kann ich die Schraube einfach rausdrücken und der Tank ist vorne frei. Ich hebe den Tank jetzt ein bisschen an und lege mir hier was dazwischen. Ich werde mir jetzt verschiedene Stärken hier dazwischen legen und messen, wie hoch ich den zum Schluss haben will. Ich werde mir das anschauen, von weitem, wie die Linie passt, mich dann für ein Maß entscheiden. Aber um den Tank im Endeffekt zu entfernen, habe ich dieses Stück sowieso immer, um das dazwischen zu legen, damit ich nachher besser an die Verbindungen unterm Tank komme, um die zu lösen, um ihn dann im Endeffekt komplett zum Entfernen. So soll das Ganze zum Schluss sitzen. Abstand Loch zu Loch gemessen 5,5 cm. Ich möchte, dass die und die Halterung hier einigermaßen parallel zum Rahmen und eine schöne gerade Linie bilden. Ja, so gefällt es mir, so mache ich das. So bastel ich mir den Lift jetzt. Diese Plastikstückchen hier vorne stören mich im Moment, deswegen werde ich die einfach abziehen. Die lassen sich hier einfach nach vorne wegziehen. Ich werde mir hier jetzt anzeichnen, wie ich den Lift haben will. Ausflexen, biegen, bohren und lackieren. So ist das Ding fertig für eine kleine Anprobe. Mal sehen, ob es passt. Ich werde M10 Schrauben benutzen.
Voilà. Sieht gar nicht mal so übel aus. Ich würde sagen, noch ein bisschen abschleifen und dann ist es fertig zum Lackieren. Solange das gute Stück trocknet, bauen wir weiter den Tank ab. Er ist hier oben immer noch aufgelegt, damit er ein bisschen höher sitzt. Da kommen wir hier unten besser ran. Haben wir hier einmal die Benzinleitung. Ich lege ein bisschen was drunter, weil er tropfen könnte. Das ist ein Bajonettverschluss. Den hier nach oben drücken, die Benzinleitung runter. Damit sehr vorsichtig sein, da dieser Bajonettverschluss empfindlich ist. So, das Stückchen hier einfach hochgedrückt und den rausgezogen. So ist die Benzinleitung befreit. Dann haben wir noch hier vorne dieses Kabel hier, das zur Benzinpumpe geht. Hier ist sie, die Leitung der Benzinpumpe. Das ist einfach eingeklipst, oben drauf drücken und ziehen. Hier ist der Clips, auf den drückt man und zieht ihn einfach raus. Das ist Nummer 2. Und dann haben wir hier noch diesen Gummischlauch, der aus dem Tank führt. Das ist der Überlauf. Den kann man einfach nach unten wegziehen. Zack, weg. Und das war's dann auch schon. Damit sind die Leitungen unten alle befreit. Jetzt haben wir nur noch diese Schraube hier. Ist dieselbe wie vorne. 5/16 Imbus dagegen gehalten. 9/16 Nuss. Aufgedreht. Nun gilt es, den Tank festzuhalten. Raus mit der Schraube und er schwebt davon. So, jetzt ist der Tank weg. Jetzt einfach den gewünschten Tank in umgekehrter Reihenfolge wieder drauf. Es sind nur diese 2 Schrauben, die 3 Leitungen da unten. Einmal die Kabelverbindung zur Pumpe, einmal den Überlauf und einmal die Benzinleitung. Und die ganze Sache ist erledigt. So, mittlerweile ist der Lift trocken. 3 Schichten schwarz, eine Schicht Klarlack. So finde ich das schön. Kann ans Bike. So, jetzt befestige ich das Ganze erstmal oben. M10 durch. Dann möchte ich das Ganze von innen kontern. Nochmal eine Unterlegscheibe. Nochmal eine Mutter. Für die andere Seite nochmal eine Mutter. Und noch eine Unterlegscheibe. Und dann kann die Schraube durch. So, dann lasse ich den Spaß ab und setze die untere Schraube ein. Ich ziehe das Ganze vorsichtig an. Nun ziehe ich noch die inneren Muttern fest. Und dann haben wir es schon fast. Der Tank wird wieder angeschlossen. Hier, Käbelchen von der Pumpe. Einfach hier vorne wieder rein. Dann der Überlauf. Und die Benzinleitung. Man hört, wie es einklipst. Ist drin. Fertig.
Die hintere Schraube noch schnell angezogen. Und hier ist er, der fertige Tanklift. Ich habe die Schrauben jetzt mal provisorisch mit einem Lackstift schwarz angepinselt. Ich werde mir da noch passende Käppchen beim Schraubenhändler meines Vertrauens besorgen. Aber ich finde, so kann sich das eigentlich schon sehen lassen. Sieht sauber aus. Farbe passt. So, der Tank ist getauscht, der Lift ist gebaut und verbaut. Der Tank ist von der 2021er Streetbob Standard. Der Lift ist 2 mm Alu, hält bombenmäßig, leicht zu bearbeiten, geht super schnell. Die Schrauben M10 100 mm lang. Und beim Umbau ist wirklich nichts dabei. Für die ganze Sache habe ich auch quasi nichts bezahlt. Gefällt mir ziemlich gut, ist genau die Richtung, in die ich gehen will, habe aber noch einiges vor. Wird sich noch viel ändern, also ihr könnt gespannt bleiben und bis zum nächsten Mal.